Guten Tag! Was haben wir diese Woche gelernt? Wir haben gelernt, dass dieser Staat zu einer Lachnummer verkommen ist. Wochenlang wurde angekündigt, dass Hundertschaften Polizei in Frankfurt, Dortmund, Duisburg, Hamburg, vor allem aber in Köln die Silvesternacht sichern. Und was passiert? Angeblich Schutzsuchende, die schon das letzte Silvester zu kriminellen Übergriffen nutzten, fahren zu Tausenden ausgerechnet in diese Städte. Ihre Botschaft ist klar. Sie wollen diesen Staat herausfordern, sie wollen ihre Macht demonstrieren, sie wollen deutlich machen, dass auf der Straße ihre Gesetze gelten. Und was macht der Staat? Er reagiert mit Platzverweisen. Hier ist offener Landfriedensbruch geplant, die Verhöhnung der Staatsmacht. Und alles, was diesem Staat einfällt, ist: Ach, bitte, nicht hier. Geht doch bitte zurück in die von uns bezahlten Wohnungen, in denen ihr auf unsere Kosten lebt, und telefoniert lieber, natürlich auf unsere Kosten, mit anderen Lumpen, die ihr per Familiennachzug auf unsere Kosten nachholen und hier durchfüttern lassen wollt. Man kann es schon mit der Wut kriegen. Aber kein Vorwurf an die Polizei. Sie kann gar nicht anders, weil sie keine Rückendeckung von Justiz und Politik hat. Auch das haben wir diese Woche lernen müssen. Weil die Polizei den Ausdruck Nafri twitterte, warf ihr Simone Peter Rassismus vor. Erinnern wir uns. Nach dem Axtangriff im Zug bei Würzburg kam ähnlicher Unfug von Frau Künast. Nun eben von Frau Peter. Beide sind nicht irgendwer. Sie prägen und repräsentieren die Grünen, ergänzt noch um Claudia Roth, die Deutschland als mieses Stück Scheiße betrachtet, und um Katrin Göring-Eckardt, die Migranten unterschiedslos als Geschenke bejubelte. Und mit solchen Leuten will Frau Merkel, will aber auch die SPD nächstes Jahr im Bundestag koalieren? In Schweden denken momentan 4 von 5 Polizisten darüber nach, die Polizei zu verlassen, weil sie sich von der Politik im Stich gelassen fühlen. Das ist nichts anderes als die Selbstauflösung eines Staates. Wenn Leute wie Peter, Künast oder Roth an die Macht kommen, droht diese Selbstauflösung auch hier. Wollen Sie das? Glauben Sie, dass Frau Merkel, Herr Gabriel oder Frau Peter mit ihren Personenschützern und ihren gepanzerten Dienstlimousinen Ihnen helfen werden, wenn es keine Polizisten mehr gibt? Ja? Dann wählen Sie die Grünen oder die Parteien, die mit den Grünen koalieren wollen, also CDU oder SPD. Aber wundern Sie sich bitte nicht, wenn Sie nachher schutzlos Facharbeitern ausgeliefert sind, nämlich Facharbeitern für Antanzen, Weihnachtsmarktanschläge, Vergewaltigung, Landfriedensbruch und Treppen runtertreten. Ach, stimmt ja. Dazu wird es ja gar nicht kommen, weil ganz Deutschland per Video überwacht werden soll. Dafür ist zumindest Innenminister de Maizière. Weil Frau Merkel die Grenzen nicht schützen will, weil sie tausende Kriminelle ins Land gelassen hat, sollen jetzt alle flächendeckend überwacht werden. Das wird sie zwar nicht schützen, aber während sie im Krankenhaus liegen, kann man wenigstens die Täter ermitteln. Zumindest eventuell. Nämlich, wenn das Video überhaupt veröffentlicht wird. Falls nicht, wie im Fall des Berliner Treppentreters, die Ermittlungsbehörden 6 Wochen warten, weil sie den Angriff, der ein Mordversuch war, nicht so schlimm fanden. Oder falls nicht, wie im Fall des Berliner Attentäters Amri, ein, natürlich grüner, Innenminister die Freigabe des Täterfotos 12 Stunden lang verhinderte, weil er sich Sorgen um die Persönlichkeitsrechte des Täters machte. Aber ansonsten ist Videoüberwachung total super. Nein, das ist sie nicht. Sie ist nur ein Ausdruck für die totale Unfähigkeit dieser Regierung. Die nämlich will die Ursachen für die Zustände am Silvesterabend nicht angehen. Die offenen Grenzen, die sie selbst zu verantworten hat. Statt die Bürger von vornherein zu schützen, will sie lieber im Nachhinein Täter jagen. Das ist Schwachsinnspolitik. Und es ist auch ein Verrat an den Bürgern dieses Landes, die Steuern zahlen und dafür Sicherheit im öffentlichen Raum verlangen können, nicht nur nachträgliche Strafverfolgung. Also, was haben wir diese Woche gelernt? Dieser Staat lässt sich von eingedrungenen Lumpen provozieren und er hat keine Antwort. Die Grünen haben sich einmal mehr als fundamental nicht politikfähig erwiesen. Und statt Kontrollen an den Außengrenzen will die Regierung lieber alle überwachen. Der Preis der Willkommenskultur wird jetzt deutlich. Es ist
der Überwachungsstaat. Wenn Sie den wollen, bitte. Wenn nicht, gibt es nur eine Antwort. Wählen Sie die Alternative, wählen Sie AfD. Bitte denken Sie daran, die nächsten Monate werden entscheidend sein. Wenn Sie mich und meine Arbeit unterstützen wollen, schreiben Sie Ihre Meinung in den Kommentarbereich, teilen Sie dieses Video und abonnieren Sie meine Seite. Vielen Dank.